Hallo, mein lieber Stier und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Stier, ich wünsche allen noch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr 2025 und wir schauen uns genau dieses Thema an, dein Jahr 2025. Welches Hauptthema begleitet dich? Welche Blockaden begleiten dich? Lieber Stier, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm nur das an, was zu dir gehört, biege nichts zurecht. Ja, lieber Stier, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Stier, dein Jahr 2025. Was solltest du wissen? Was solltest du hören? Was ist wichtig für dich? Lieber Stier, lieber Stier, wir haben zweimal das Stopp. Wir haben einmal Ass des Denkens und einmal öffne dich dem Erfolg. Oha, klingt schon vielversprechend. Lieber, lieber Stier, dieser Schutzengel ist gekommen, um dir zu deiner brillanten neuen Idee zu gratulieren, die wahrhaft inspiriert ist. Es ist wichtig, klar und genau mit anderen zu kommunizieren, die an der Umsetzung deiner Idee beteiligt sind. Lass dich in dieser Zeit nicht von kleinen Herausforderungen oder Problemen entmutigen. Es handelt sich dabei lediglich um Kurskorrekturen, um deinen Plan zu perfektionieren. Sehr spannend, lieber Stier. Also ich sehe das hier, es fühlt sich an wie ein Geistesblitz, eine Art, etwas Neues kommt. Es kann ein Impuls sein, eine neue Idee. Es kann ein neues Ziel sein, ein neuer Traum. Irgendetwas Neues. Die Karte möchte ich dazu aber auch ermutigen, dass dir bewusst werden soll oder darf, dass diese Idee erst der Anfang ist. Das heißt, es braucht noch wie einen Feinschliff für diese Idee. Und wichtig ist, dass du klar kommunizierst. Vor allem, wenn andere Menschen involviert sind, zum Beispiel wenn dein Partner involviert ist oder Freunde, was auch immer, oder Familie. Klar kommunizieren und daran arbeiten. Es ist eine Art Rohdiamant, habe ich das Gefühl, diese neue Idee oder dieser Impuls, der sich dir zeigt oder dieses Ziel. Es braucht noch den Feinschliff. Schauen wir mal, was haben wir hier? Lieber Stier, schau dir all die wundervollen Dinge an, die du tun kannst, wenn du auf deine göttliche Führung hörst. Du hast so viele verschiedene Prioritäten ins Gleichgewicht gebracht und wunderbarer Erfolg damit gehabt. Du wirst bald viel Anerkennung und Lob erhalten. Es gibt keinen Grund für dich, ängstlich oder schüchtern zu sein. Gestatte anderen, dich mit der Dankbarkeit zu überschütten, die du verdienst. Ich sehe auch ganz stark, wenn du Dinge im Gleichgewicht hältst, wirst du belohnt. Ich sehe auch, dass du dir keine Sorgen machen sollst, ob etwas gelingt, ob du die Balance hinkriegst, du kriegst sie hin. Vor allem versuch auch das Thema Balance nicht nur im Außen zu suchen, sondern auch im Inneren. Also die innere Balance ist auch wichtig. Aber ich sehe, dass du das schaffst. Solange du das Thema Gleichgewicht nicht vergisst in deinem Leben, wird sich alles fügen, wie es sein soll. Also sehr gute Energie. Schauen wir mal. Es fühlt sich an, als möchte etwas Neues kommen. Etwas Neues möchte sich zeigen und möchte Form annehmen im Jahr 2025. Schauen wir mal, was gibt es sonst noch? Liebgewonnen, radikale Akzeptanz. Lieber Stier, es braucht ganz viel Mut, ganz viel Akzeptanz, um diese neue Idee oder das Ziel zu verfolgen oder in die Welt hinauszutragen. Hör auf dein Herz. Es kann auch sein, dass du ganz lange diesen Weg gegangen bist und plötzlich packt dich ein anderer Weg.
Jetzt ist die Frage, getraust du dich, diesen Weg zu verlassen, obwohl du vielleicht 2 oder 3 Jahre investiert hast? Hörst du auf dein Herz und gehst auf diesen Weg oder bleibst du stur an diesem Weg haften? Also hier ganz feste, ganz stark das Thema Herzensstimme und Akzeptanz. Akzeptiere das, was dein Herz fühlt. Es kann auch sein, dass du dich plötzlich zu einem anderen Menschen hingezogen fühlst. Akzeptiere es. Unterdrücke es nicht, habe ich das Gefühl. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir mal, lieber Stier, dein Hauptthema im Jahr 2025, was dich so ein bisschen begleitet. Lieber Stier. Entschuldigt, ich bin etwas erkältet. Bube der Münzen. Das passt total zu dieser Energie. Eine neue Idee. Irgendetwas Neues kommt. Es zeigt sich aber dir noch nicht komplett. Es ist noch nicht ausgereift. Dieses Ziel ist noch nicht ausgereift oder diese Idee ist noch nicht ausgereift. Es ist erst eine grobe Idee. Und jetzt gilt es daran, diese Idee zu erforschen und dieses Ziel zu erforschen. Vielleicht braucht es auch noch Veränderung oder vielleicht verändert sich es noch ein bisschen, aber es ist okay, weil es ist wie ein roter Faden. Also hier kommt wie etwas Neues. Es kann auch eine Person sein, eine neue Begegnung, die du so noch nie hattest. Aber es ist etwas wirklich komplett Neues. Ich sehe auch, dass das dich so ein bisschen ins Schwanken bringt. Da sind wir wieder mit diesem Thema Akzeptanz. Folgst du diesem Gefühl, akzeptierst du dieses Gefühl oder wehrst du dich dagegen? Bube der Münzen. Die Welt, es könnte auch mit dem Thema Ausland zu tun haben. Vielleicht plötzlich das Thema ins Ausland ziehen oder etwas mit dem Thema Ausland, Thema international arbeiten. Es kann auch sein, dass diese Idee dir eigentlich aufzeigt, dass wie ein Thema jetzt vollendet werden sollte, weil jetzt wie ein neuer Zyklus in deinem Leben startet, ein neuer Kreislauf. Ja, es fühlt sich nach, es möchte ein neuer Kreislauf kommen und die ersten groben Formen werden sich dir im 2025 zeigen. Ich bin nicht sicher, ob du im 2025 die Idee oder das, was sich dir zeigt, schon ausbaust. Es kann auch sein, dass das Ausbauen erst im Jahr 2026 kommt, aber diese Grundidee, diese Grundenergie kommt im 2025. Schauen wir mal. Deine Blockaden, dein Hindernis, was dich so ein bisschen durch das Jahr begleitet, was dich so ein bisschen zurückhaltet. Wir haben den Narr, König der Stäbe und die Gerechtigkeit. Und 4 der Stäbe, ja. Der Narr fordert dich heraus, eine Komfortzone zu verlassen und ins Ungewisse zu springen. Und das ist genau deine Hemmung. Kontrollverlust. Nicht wissen, was passiert, wenn du diesen Weg gehst. Wenn du diese Idee oder diese Energie mal annimmst und mal reifen lässt, wachsen lässt. Was passiert dann? Du weißt es nicht. Und das bereitet dir Sorgen. Dieser Sprung ins Ungewisse. Dieses Gefühl von, ich habe keine Sicherheit. Das ist eine Herausforderung, vielleicht auch über den Schatten springen. Und da braucht es ganz viel Vertrauen und auch Leichtigkeit. Also das Thema Leichtigkeit wird dich begleiten. Und das darfst du dir wirklich zu Herzen nehmen. Versuch Dinge immer mit Leichtigkeit anzugehen, mit der Energie der Leichtigkeit. Wenn du merkst, dass es schwer wird, mach schnell eine Pause, sammle dich und dann gehst du weiter. Ich sehe auch König der Stäbe, so ein bisschen ungeduldige Energie. Es kann auch sein, dass du vielleicht impulsiv am liebsten handeln möchtest und dann fühlt es sich so an, als würdest du Vollgas geben, aber gleichzeitig die Handbremse angezogen haben. Also hier ist so ein bisschen die Energie von Ungeduld liegt da.
Und ich habe das Gefühl, du darfst dich wirklich so ein bisschen, das darf so ein bisschen fließen. Du musst das nicht von heute auf morgen machen. Aber dieser Druck, ich habe einfach eine innere Energie wahr, die raus möchte. Eine Schöpferenergie, eine kreative Energie. Vor allem, wenn du ein kreativer Mensch bist und schon länger nicht mehr in deiner Energie warst, kann es sein, dass die Sehnsucht nach Kreativität sehr stark wird im Jahr 2025. Die Energie der Schöpferkraft, die Energie des inneren Feuers, Leben, liegt ganz stark da, aber es wird als Blockade angezeigt. Das heißt, entweder hast du diese Energie, aber du kannst wie nicht darauf zugreifen, weil dafür brauchst du den Sprung ins Ungewisse. Ich sehe auch, das Thema Gleichgewicht haben wir hier wieder und das Thema Entscheidungen. Sich vom Ungleichgewicht lösen, dafür braucht es Akzeptanz, dass das nicht mein Weg ist oder das Ungleichgewicht ist. Es kann auch ein Glaubenssatz sein, das können Menschen sein, das kann ein Weg sein. Also hier ist eine Art Ungleichgewicht, das zeigt sich dir, es wird sich dir mehrmals zeigen und hier braucht es Akzeptanz, dass dieses Ungleichgewicht nicht mehr zu dir gehört, dass du das loslassen darfst. Schauen wir mal, der Narr. Ja, schau mal, Bube der Stäbe, das ist der Abenteurer, das Abenteuer wagen. Hier hast du eine ganz starke Hemmung. Obwohl du das innere Feuer fühlst, es wird dich dorthin ziehen. Falls es um einen Menschen geht, kann es auch sein, dass du plötzlich eine unglaublich starke sexuelle Anziehung zu jemandem fühlst und es kommt unerwartet. Es muss nicht auf sexueller Ebene sein, es kann auch einfach diese Schöpferenergie sein, im Allgemeinen. Ich sehe aber, dass eben diese Basis, vielleicht Angst, Geld zu verlieren, Angst, den Halt zu verlieren, wirklich ganz stark da ist. König der Stäbe. Ja, vielleicht hast du auch das Gefühl, du kannst es nicht oder du hast zu wenig Talent. Vielleicht Angst haben, ich habe zu wenig Talent. Entschuldigt, ich habe zu wenig Talent oder das Gefühl haben, Türen öffnen sich nicht. Oder es sind einem die Hände gebunden, nehme ich wahr. Das ist aber nur ein Trugbild. Ich sehe, dass Talent da ist, aber es ist wie ein Rohdiamant und dieses Feuer ist da. Irgendein Potenzial ist da, sehe ich, aber es ist ein kompletter Rohdiamant. Es muss noch von A bis Z geschliffen werden und es kann noch verändert werden. Und dafür braucht es eben Mut. Schauen wir mal die Gerechtigkeit, dieses Ungleichgewicht. Ja, Ast der Stäbe ist eben diese Schöpferenergie, diese Passionsenergie, Passion leben, sich mit seinem Körper auch wohlfühlen, aber dafür braucht es einen anderen Weg. Und aber auch wie einen Plan, wie du diesen Weg gehst. Und das fällt dir schwer, weil etwas ist wie zu viel. Du kannst nicht alles mitschleppen auf diesen neuen Weg. Das geht nicht. Du musst wie, ich weiß nicht warum, aber ich nehme das, es ist wie wenn du vielleicht umziehst, dann machst du ja in der Regel auch so ein bisschen, sortierst du ja deine Dinge in der Wohnung, so ein bisschen ausmisten. Sortieren, was brauche ich noch, was brauche ich nicht mehr. Und hier ist irgendwie das Thema Strategie und dass dir bewusst werden soll, dass du eben nicht alles auf diesen Weg mitnehmen kannst. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil nicht alles zu diesem neuen Weg gehört. Aber es ist eine Blockade, das heißt, diese Akzeptanz, sich das einzugestehen, dort ist eine Hemmung da. Und da darfst du wirklich dir selbst wirklich ganz, ganz stark vertrauen und auch keine Angst haben davor. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Lieber Stier, ja, für das Jahr, es tut mir so leid, wenn ich da die ganze Zeit reinhuste, für das Jahr 2025 regelmäßiger Rückzug ist ganz wichtig, deine Energie wieder zu dir holen, damit sich Fremdenergien wieder lösen. Also regelmäßiger Rückzug, Meditation in der Stille, wenn du deinen Geist ordnest, wirst du immer Antworten finden.
Pausen, ganz, ganz wichtig. Rückzug, Meditation, klarer Geist bekommen und dann siehst du die Antwort. Was liegt im Schatten, was liegt im Verborgenen und wird sich dir im Jahr 2025 zeigen, hast du gar nicht auf dem Schirm. Was könnte überraschenderweise kommen? Ja, hier könnte eventuell ein Geheimnis noch ans Licht kommen. Könnte mit einem Widder zu tun haben oder Fische-Energie. Könnte ein Geheimnis sein oder etwas oder verborgene Gefühle, Anliegen. Könnte aber auch mit der Arbeit zu tun haben, dass hier irgendetwas, das noch im Hintergrund läuft, sich dir dann zeigen wird. Könnte auch mit einem Vorgesetzten zu tun haben, mit einer Person, die älter ist als du. Und es wird sich dir offenbaren. Wann kann ich dir nicht sagen, aber es ist etwas, eine Information, die du nicht kommen siehst, das dir nicht bewusst ist. Also hier könnte wirklich etwas kommen, was man dir noch verschweigt oder eben noch nicht sagt. Ja, mein lieber Stier, das war dein Jahr 2025. Lass gerne ein Like da, ein Abo. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich und auf Wiedersehen. Ciao.